Stell dir vor, ein Transportflugzeug hebt senkrecht vom Boden ab. Kein Rollweg, keine Startbahn. Es gewinnt an Höhe, geht in den Horizontalflug über, fliegt von München nach Paris und stellt auf dem Weg dorthin 5 Weltrekorde auf. Astronaut Neil Armstrong sieht die Maschine danach, fliegt Simulatortests mit ihr und beurteilt sie als überzeugend positiv. Das klingt wie der Anfang einer Erfolgsgeschichte. Es ist das Ende. Das war die Dornier Do 31 und sie ist bis heute das einzige strahlgetriebene Transportflugzeug der Welt, das senkrecht starten und landen konnte. Kein anderes ist je gefolgt, und nicht, weil das Konzept scheiterte, sondern weil es funktionierte und trotzdem niemand es weiterführen wollte. Wie das möglich ist eine Geschichte über Technik, über einen Krieg, der nie stattfand, und über eine Entscheidung, die bis heute schwer zu verstehen ist. Wir schreiben das Jahr 1961. Der Kalte Krieg ist auf seinem Höhepunkt. Die NATO plant für das Schlimmste, einen sowjetischen Erstschlag auf Westeuropa. Und die größte Sorge der Luftwaffenplaner ist nicht das Fehlen von Flugzeugen, es ist das Fehlen von Flugplätzen. Moderne Düsenjäger brauchen befestigte, lange, verwundbare Startbahnen. Im Ernstfall wären die ersten Stunden eines Krieges entscheidend, und der Gegner würde genau dort angreifen. Nicht die Flugzeuge in der Luft, die Infrastruktur am Boden. Die Bundeswehr reagiert mit einem ungewöhnlichen Experiment. Mehrere Lockheed F-104 Starfighter werden so umgerüstet, dass sie per Raketenkatapult vom Stand aus starten können, direkt von Rampen auf westdeutschen Autobahnen. Landen sollten sie auf Fangleinen wie auf einem Flugzeugträger. Das Programm zeigt, wie ernst man die Lage nimmt und wie verzweifelt die Lösungsansätze werden. Die NATO sucht eine grundsätzlichere Antwort. Sie heißt NBMR-4. Eine Spezifikation für ein Transportflugzeug, das ohne befestigte Startbahn auskommt. Senkrecht starten, senkrecht landen. Truppen und Material an Orte bringen, die kein konventionelles Flugzeug erreichen kann. Im Februar 1962 bekommt Dornier den offiziellen Auftrag, genau so ein Flugzeug zu bauen. Der Konstrukteur, der das Projekt leitet, heißt Gustav Wieland. Sein Team sitzt in Friedrichshafen. Was sie sich dabei ausdenken, ist für den Anfang der 1960er Jahre außergewöhnlich ambitioniert. Das grundsätzliche Problem eines VTOL-Transporters lässt sich einfach beschreiben, aber schwer lösen. Ein Flugzeug, das senkrecht startet, braucht in diesem Moment mehr Schub als sein eigenes Gewicht. Gleichzeitig muss es im Reiseflug effizient sein. Diese beiden Anforderungen widersprechen sich fundamental. Dornier löst das Problem mit einer Aufteilung. 2 verschiedene Triebwerkstypen für 2 verschiedene Aufgaben. Für den Horizontalflug 2 Bristol Siddeley Pegasus Triebwerke mit schwenkbaren Schubdüsen, je etwa 69 kN Schub. Dieselben Triebwerke, die den britischen Harrier antreiben werden. Für den Senkrechtstart 8 Rolls-Royce RB 162 Hubtriebwerke, je knapp 20 kN. Zusammen 10 Triebwerke. Ein Gesamtschub von fast 300 kN. Der entscheidende konstruktive Gedanke: Die Hubtriebwerke dürfen nicht im Rumpf sitzen. Der Rumpf ist der Frachtraum. Das ist der eigentliche Zweck des Flugzeugs. 36 voll ausgerüstete Soldaten oder 5 Tonnen Material beladen über eine Heckrampe. Also kommen die 8 Hubtriebwerke in abnehmbare Gondeln, je 4 auf jeder Seite, untergebracht an den Flügelenden. Das Ergebnis ist eine unverwechselbare Silhouette. Ein Schulterdecker mit kastenförmigen Gondeln an den Flügelspitzen. Wer die Do 31 heute in Schleißheim oder Friedrichshafen sieht, erkennt sie sofort. Es gibt kein anderes Flugzeug, das so aussieht. Doch bevor irgendjemand das Flugzeug sieht, müssen die Ingenieure Jahre damit verbringen, die Grundprobleme zu lösen. Und die sind zahlreich. In der Schwebe gibt es keinen Auftrieb der Tragflächen. Die Steuerung muss allein über Düsen und differenzierte Triebwerksschübe funktionieren. Der Übergang vom Senkrecht in den Horizontalflug muss absolut zuverlässig sein, und es gibt ein weiteres, zunächst unerwartetes Problem.
Die kritische Eigenfrequenz der Zelle liegt gefährlich nah an der natürlichen Schwingungsfrequenz der Hubtriebwerke. Resonanz. Ein Problem, das man lösen muss, bevor man auch nur daran denken kann, das Flugzeug wirklich zu fliegen. Dann ist da noch das Problem der heißen Abgase. Im Schwebeflug erzeugt die Do 31 16 Gasfontänen unter dem Rumpf, 12 davon heiß. Sie prallen vom Boden ab, steigen wieder auf und drohen von den Triebwerken wieder angesaugt zu werden. Das würde Leistungsverlust bedeuten, im schlimmsten Fall Triebwerksausfall genau dann, wenn man ihn am wenigsten gebrauchen kann. Die Lösung? Die Schubdüsen werden um 5 Grad aus der Senkrechten gekippt. Das klingt minimal. Es reicht. Dornier baut sich dafür eigene Werkzeuge. Ein sogenanntes Regler-Versuchsgestell, ein an eine Säule gefesselter Prüfträger mit 4 Hubtriebwerken, testet die Steuerungslogik ab April 1964. Ein größeres Schwebegestell erprobt danach die Bordsysteme im freien Schwebezustand. Für die Bodenerosion, die Frage, was der Triebwerksstrahl mit verschiedenen Untergründen macht, Asphalt, Erde, Gras, baut Dornier einen fahrbaren Prüfstand. Ein höhenverstellbares Triebwerk auf einem Tieflader. Damit fahren sie auf Feldwegen und Flugplätzen, zünden das Triebwerk und schauen, was übrig bleibt. Zur Lösung der komplexen Differentialgleichungen, die das Flugverhalten beschreiben, entwickelt Dornier schließlich einen eigenen Hybridrechner, den Do 960. Das zeigt, wie weit das Team in die technischen Grundlagen einsteigen muss. Kein Werkzeug von der Stange ist ausreichend. Sie bauen ihre eigene Infrastruktur und das mit einer gemessen an der Aufgabe bemerkenswert kleinen Mannschaft. Gebaut werden schließlich 3 Prototypen. Die E1 für konventionelle Flüge ohne Hubtriebwerke, die E3 als vollständiger VTOL-Demonstrator mit allen 10 Triebwerken und eine statische Zelle für Festigkeitsversuche, die nie fliegt. Der 10. Februar 1967 ist der erste Flugtag der E1. Konventioneller Start, keine Hubtriebwerke, aber das Flugzeug fliegt. Dann im Juli 1967 hebt die E3 zum ersten Mal schwebend ab. Am 22. September 1967 folgt der erste echte Senkrechtstart. Und am 19. Dezember 1967 gelingt das, worauf das gesamte Programm wartet. Der erste vollständige Übergang vom Senkrechtflug in den Horizontalflug und zurück. Das Konzept funktioniert. Was in diesen Monaten entsteht, ist bemerkenswert nüchtern dokumentiert. Das gesamte Flugprogramm wird ohne einen einzigen Unfall absolviert. Das klingt selbstverständlich. Es ist es nicht. Bei anderen internationalen VTOL-Projekten dieser Zeit gibt es schwere Unfälle mit Todesfolge. Testpilot Drury W. Wood fliegt die Do 31 inzwischen mit wachsendem Vertrauen. Er fliegt sie rückwärts, um zu zeigen, dass es geht. Er macht einen Barrel Roll. Das Flugzeug lässt es zu. Und dann kommt Paris. Im Frühjahr 1969 überführt Dornier die E3 von Oberpfaffenhofen zum Aerosalon. Die Überführung selbst wird zum Ereignis. Auf dem Weg stellt die Do 31 5 Weltrekorde für senkrecht startende Luftfahrzeuge auf. Unter anderem die bis dahin höchste Geschwindigkeit ihrer Klasse, 514 Stundenkilometer, geflogen von Pilot Drury W. Wood und Co-Pilot Dieter Thomas. Auf dem Salon sieht Neil Armstrong das Flugzeug. 3 Monate zuvor hatte er als erster Mensch den Mond betreten. Er fliegt Simulatorsitzungen mit der Do 31. Sein Urteil? Überzeugend positiv. Das ist der Höhepunkt des Programms. Und es ist auch sein letzter. 3 Monate nach Paris, im Oktober 1969, endet das Programm. Der Vertrag zwischen Dornier und dem Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung läuft aus und wird nicht verlängert. Der offizielle Grund? Die Bundeswehr hat ihre Beschaffungsplanung geändert. Der VTOL-Gedanke bei Transportflugzeugen wird aufgegeben. Kein NATO-Partner ist bereit, die Entwicklungskosten für eine Serienversion mitzutragen. Das Programm hat bis dahin knapp über 200 Millionen D-Mark gekostet.
Allein 40% davon flossen an britische Firmen, hauptsächlich für die Triebwerksentwicklung. Eine Serienreife hätte ein Vielfaches davon erfordert. Ohne geteilte Last war das nicht zu stemmen. Hier liegt die eigentliche Ironie der Geschichte. Die Do 31 wurde nicht eingestellt, weil sie nicht funktionierte, sie wurde eingestellt, weil der Krieg, für den sie gebaut wurde, nie zu dem Szenario eskalierte, das ihre Existenz begründet hatte. Die verwundbaren Startbahnen blieben, das Flugzeug, das sie ersetzen sollte, wurde nicht gebraucht. Am 5. Mai 1970 fliegt die Do 31 ein letztes Mal vor Publikum auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Hannover. Ein letzter öffentlicher Auftritt für ein Flugzeug, das da längst stillgelegt ist. Heute stehen beide flugfähigen Prototypen in deutschen Museen. Die E1 im Dornier-Museum in Friedrichshafen, die E3 in der Flugwerft Schleißheim bei München. Restauriert, stillgelegt, einzigartig. Denn die Do 31 ist bis heute das einzige strahlgetriebene Transportflugzeug der Welt, das senkrecht starten und landen konnte. Über 50 Jahre sind vergangen. Kein Nachfolger, kein ähnliches Projekt, das diese Stufe je erreicht hätte. Manchmal fragt man sich, was passiert wäre, wenn der Kalte Krieg anders eskaliert wäre. Ob die Autobahnen Westdeutschlands wirklich zu improvisierten Flugplätzen geworden wären? Und ob ein Transportflugzeug mit 10 Triebwerken und kastenförmigen Gondeln an den Flügelspitzen das wichtigste Flugzeug der Welt hätte werden können? Die Antwort werden wir nie erfahren. Aber die Frage bleibt. Wenn euch die Geschichte der Dornier Do 31 gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo. Wer über ein ähnlich einzigartiges und ähnlich vergessenes Flugzeug Bescheid weiß, schreibt es in die Kommentare. Wir lesen sie alle.